Das neue Modell des Duotone SLS Neo 2022 wird wie sein Vorgänger mit einer 4-Punkt-Waage mit einem Pulley abgestützt. Die Steuerleinen sind nicht direkt verbunden, sondern über ein Duotone übliches V mit einem Bungee, was beim Wasserstart halt das Ansteuern der Tipps verbessern soll. Man kann hier den Bardruck und den Turning Speed über eine Knotenleiter an seinen persönlichen Geschmack anpassen. Dafür stehen 3 verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Da die Waage kurz gehalten ist, brauchen wir hier nur Leinenabweiser am Ende der Fronttube. Die 3 Querstruts kommen ohne Leinenabweiser aus. Zum B- und Entlüften steht ein großes Ein- und Auslassventil zur Verfügung und separat gibt es nochmal am einen Ende der Tipps ein zusätzliches Ablassventil für diejenigen, die ihren Kite lieber der Länge nach einrollen möchten. Beim Flugtuch wird ein Mix aus einem Double- und einem Triple-Ripstop-Material verwendet. Die Fronttube und die Querstruts bestehen aus einem Tuch, das nennt sich hier Penta TX. Die Hinterkante ist mit einer zickzackförmigen Tuchdopplung verstärkt und an beiden Tippenden gibt es jeweils 2 Latten, damit hier bei höherer Fluggeschwindigkeit keinerlei Flattern entstehen kann. Im Vergleich zum Vorgänger wurde hier die Profiltiefe in den Tipps leicht verändert, um auch hier noch mehr Stabilität zu erzeugen. Aufschlag- und Scheuerstellen sind mit gummiertem Gewebe verstärkt. Die Querstruts sind jeweils mit einer Single-Naht am Flugtuch befestigt und von der Innenseite gedoppelt und verklebt. Und im Übergang von der Fronttube zum Flugtuch finden wir 2 Tuchstreifen, die im Übergang verarbeitet sind. Schon beim Vorgänger zeigt sich der große Windeinsatzbereich schon im Low-End. Die Kappe wird hier sehr früh gleichmäßig angeströmt und auch aufgrund der schnell und sehr reaktiven Lenkung kann ein Sinus die Beschleunigung des Kites nochmal fördern und somit das Angleitvermögen noch weiter nach unten schieben. Pflicht ist aber, man muss gut mit dem Powern und Depowern des Kites umgehen können. Die schlanke Fronttube und das nicht zu tiefe Profil ergeben einen sehr geringen Widerstand gegen den Wind, wodurch hier eine Kappe designt wurde, die exzellent Höhe läuft und auch am äußersten Windfensterrand, soweit es die Kappe zulässt, keinerlei Korrekturen bezüglich des Standes im Windfenster benötigt. Leichte Veränderung in der Profiltiefe der Tipps hat den SLS 2022 noch etwas ruhiger und insgesamt von seiner gesamten Struktur fester gemacht, sodass man hier wirklich vom präzisesten Bar-Feeling am gesamten Markt sprechen kann. In dem Fall ist hier jetzt aber auch schon eine Präzision erreicht, die auch vom Fahrer die gleiche Präzision erfordert, damit das Ganze zu einem flüssigen, harmonischen Bild führt. Dabei bewegen sich die notwendigen Kräfte für das Halten und Steuern der Kappe im mittleren bis leichten Bereich. Und dabei ist es sehr schön zu sehen, dass hier die Kräfte, egal wie der Wind auch schwanken mag, gleich bleiben. Zum Grundzug ist zu sagen, dass er definitiv durchweg an sich völlig gleichmäßig ist. Man muss hier nochmal kurz erwähnen, was wir für ein Setup gewählt haben. Wir sind den SLS 2022 Neo mit 24 Meter mit Y, ohne Y und auch 22 Meter ohne Y gefahren. Dabei war in der Kraftentfaltung hier das gleichmäßigste Ergebnis mit 24 Meter mit Y festzustellen. Wenn ich den Kite etwas zu weit durchs Windfenster fliegen lasse, also ihm auch Fluggeschwindigkeit gewähre,
besonders wenn ich ihn möglichst mit den Steuerleinen außen anknüpfe, dann kann er auch mal in der Spitze eine leichte Progression aufweisen. Und das erfordert dann wiederum auch den etwas besseren Fahrer, um in diesem Moment das Ganze ausgleichen zu können. Also es ist natürlich und bleibt so wie immer, beim Wellensurfen hängt alles vom Timing und von der Positionierung ab. Wenn da alles richtig läuft, dann ist es Sahne. Und wenn man selber einen Fehler macht, dann kann auch der Kite nichts dafür, weil dieser Schirm hier überträgt halt wirklich jeden Impuls halt absolut 100% exakt genau. Der ein oder andere aufmerksame Zuschauer wird sich jetzt fragen, oh, warum sind die jetzt diesmal so kritisch bei dem neuen Modell? Das letztjährige Modell wurde noch so hoch gelobt und so ziemlich in allen Bereichen als bester Wavekite auserkoren. Wir sehen das Ganze ein wenig kritisch, was die Festigkeit der Struktur einer Kappe heutzutage angeht. Klar ist der Neo SLS mit der mit Abstand besten Profilstabilität versehen. Der fliegt am frühesten am Himmel, weil er einfach extrem leicht ist. Er hat ein exzellentes Deep-Power-Vermögen und er hat eine stets runde, gleichmäßige Drehfreude, eigentlich kein Ansatz zum Tellern. Es gibt hier überhaupt gar nichts zu meckern und er unterscheidet sich wirklich auch nur in winzigsten Nuancen von seinem Vorgänger. Nur dieser fehlerverzeihende Moment, den eventuell weichere Konstruktionen, weichere Kappen besitzen, den darf man nicht außer Acht lassen für den normalen Bereich. Also hier gibt es wirklich Geschmacksunterschiede, die einzig und allein natürlich auch am Fahrkönnen hängen und an dem, wie sportlich man das ganze Thema hier angehen möchte. Möchte man halt wirklich den absolut präzisesten Rennwagen, sage ich jetzt mal so, dann haben wir mit dem Neo SLS wirklich das Maximum geschafft. Wenn wir jetzt aber, wir haben getestet 5 und 7 Quadratmeter, gerade bei den kleinen Größen, da wird es natürlich immer mit fester Struktur irgendwann schwierig, damit man nicht die Grenze zum Nervösen überschreitet. Das haben wir hier noch nicht erreicht, aber man muss aufpassen, dass bei weiteren Entwicklungen das Ganze hier nicht noch kompakter, noch steifer, noch präziser wird, weil es sich sonst halt wirklich wenig fehlerverzeihend gibt. Auch für den sehr guten Fahrer ist natürlich halt Kontrolle und ein gewisses Moment an fehlerverzeihendem Flugbild doch auch wünschenswert. Nichtsdestotrotz ist es halt natürlich hier eine technisch wirklich hervorragende Leistung, was man aus einer Kappe hier rausholen kann, wie genau die fliegt, was für ein großes Leistungspotenzial die über einen großen Windbereich aufbietet. Und wenn man keine Fehler macht, dann ist es absolut der Himmel. Und vergleicht man es nochmal abschließend mit dem normalen Neo, der in seiner Struktur deutlich weicher ist, aber auch halt insgesamt halt mehr aus dem Grundzug agiert, aus der reinen Kraft. Hier der SLS, der wird etwas mehr bewegt, er ist etwas spielerischer und so weiter und so fort. Aber der normale Neo hat halt, wie gesagt, auch diesen fehlerverzeihenden Moment aufgrund der weicheren Struktur. Kleine Böen werden abgedämpft, da muss man nicht mit der Bar arbeiten. Das geht alles mehr oder minder ein bisschen von alleine. Und je nachdem, wie sportlich oder gemütlich man das angehen möchte, ist sicherlich auch der normale Neo, was ein exzellenter Wavekite ist, auch eine wirklich gute Wahl. Hier ist es wichtig, sich selber möglichst richtig einzuschätzen, wo ist meine Grenze, wie performant möchte ich das Ganze hier angehen, damit ich dann halt letztendlich auch den optimalen und maximalen Spaß auf dem Wasser habe. Und schauen wir nochmal abschließend auf den jeweiligen Stil. Die Fahrleistungen sind hier so homogen und auch das Flugbild, dass hier der mitgelenkte Stil als auch der Drift in beiden Fällen zu optimaler Leistung führt. Also man kann nur sagen, wirklich weiterhin ein großartiger Kite.